So, heute wollen wir uns mal mit dem Thema Rumänien beschäftigen, denn Rumänien hat jetzt die Besteuerung von sogenannten Micro-Entities, also von Kleinstunternehmen, geändert. Da gab es allerlei Gerüchte, Pläne, steuerliche Maßnahmen, die dort zunächst implementiert werden sollten. Man hatte überlegt, ob bei Gesellschaften, die mehr als 30% Profitmarge haben, 16% Körperschaftsteuer fällig wird. Das passiert nun alles nicht. Nochmal zur Erinnerung, momentan gibt es ja das Micro-Entity-Regime, dass Gesellschaften bis zu 500.000 Euro Umsatz nur 1% Steuer bezahlen, auf den Umsatz wohlgemerkt, 1% auf den Umsatz, nicht auf den Gewinn, unter der Annahme, dass du mindestens eine Person angestellt haben musst, die du selbst sein kannst, wenn du in Rumänien lebst. Was hat sich also geändert? Die 1% gilt jetzt nur noch bis zu einem Umsatz von 60.000 Euro. Danach musst du 3% auf den Umsatz an Steuern in Rumänien bezahlen. Nun kann man sagen, ist jetzt nicht besonders negativ. 3% klingt ja eigentlich zunächst mal nicht viel. Das stimmt, hängt natürlich von der Branche ab. Ja. Rechnen wir das mal aus. Also mal angenommen, du hast jetzt ein Unternehmen, was 1 Million Umsatz macht, dann würdest du also 3% bezahlen. Das würde 30.000 Euro entsprechen. Kannst ja sagen, ist nicht viel Steuer, aber wohlgemerkt, es ist vom Umsatz. Ja. Also, jetzt sagen wir mal, ein typisches Unternehmen mit 1 Million Umsatz hat vielleicht 30% Gewinnmarge. Also der Gewinn wäre dann 300.000. Und wenn du dir dann überlegst, du zahlst davon 30.000 Steuern, dann ist die Steuer wäre dann also 10% vom Gewinn, was immer noch wenig ist, ja, aber was ja dann schon näher eigentlich an das rankommt, was wir aus anderen Ländern kennen, was mehr ist als in Malta zum Beispiel, was wir zum Beispiel kennen, so Zypern, Malta, wo wir so 12,5% haben. Wenn du allerdings in einer Branche tätig bist, wo die Gewinnmargen jetzt relativ dünn sind, ja, also ich sage mal, du hast jetzt nur eine Gewinnmarge von 10% zum Beispiel, was ja zum Beispiel im Fall von Commodity Trading oder auch von manchen Handelsaktivitäten durchaus normal sein kann. Rechnen wir das mal aus, also 1 Million Umsatz, Marge 10% sind 100.000 und dann musst du 30.000 Steuern bezahlen. Dann haben wir natürlich schon einen Steuersatz von 30% auf den Gewinn, was natürlich dann sehr viel ist. Zahlst ja Steuern wie in Deutschland. Ja. Also das heißt, man muss sehr genau natürlich hier prüfen, ob diese Besteuerung mit 3% für dich noch in Frage kommt. Wenn du jetzt ein Freelancer bist, Beratung machst oder solche Dinge, wo du nicht viele Kosten hast und du hast hier sehr hohe Margen, dann sind sicherlich 3% nicht besonders viel. Du musst dann berücksichtigen, dass du dann auch noch 8% Dividendensteuer drauf bezahlen musst, wenn du dir diese Dividenden ausschütten lässt. Wenn du in Rumänien wohnst oder wenn du nicht in Rumänien wohnst, dann wird es als Quellensteuer in Rumänien fällig. Ja? Also die 8% sind dann auf den Nettogewinn wohlgemerkt, natürlich dann nicht auf den Umsatz, sondern auf den Nettogewinn, den du ausschüttest. Ja? Also da haben wir natürlich dann schon relativ viel, muss man sagen. Ja? Also erstmal 3% auf den Umsatz, ja? Plus dann auch noch 8% Quellensteuer oder persönliche Kapitalertragssteuer oder Dividendensteuer. Ja, also da kann man sich dann schon mal langsam vorstellen, ob es vielleicht andere Modelle gibt, die vielleicht günstiger sind. Außer jetzt wirklich, du bist jetzt der klassische Freelancer und hast vielleicht 100.000 Euro Umsatz, machst vielleicht Softwareentwicklung oder sowas, hast keine Kosten, machst das nur für dich selbst. Ja, dann könnte es möglicherweise interessant sein. Wobei du dir dann vielleicht zum Beispiel auch ein anderes Land überlegen kannst, wie zum Beispiel Bulgarien. Ja, Bulgarien hat ja ein Regime für Freelancer, wo du letztlich 25% deines Umsatzes pauschal abziehen kannst an Ausgaben und dann letztlich auf den Rest 7,5% Steuern bezahlst, ohne dass du eine Firma gründen musst, ohne sonst irgendwas. Du bist einfach nur Freiberufler, Selbstständiger. Ja? Also rechnen wir das mal aus. 100.000 ist dein Umsatz als Freelancer, sage ich mal, als Freiberufler. Du kannst 25.000 hier an Kosten absetzen. Bleiben also 75.000 übrig. Darauf zahlst du dann 10%. Und dann zahlst du also insgesamt 7,5% Steuern. Ja?
Da gibt es dann keine, weil es eben keine Gesellschaft ist. Es ist eben tatsächlich ein Freiberuflerstatus. Du bist Gewerbetreibender. Du hast also nicht die doppelte Besteuerung in der Gesellschaft, dann nochmal auf die Ausschüttung. Du zahlst also effektiv nur diese 7,5% Steuern. Das ist natürlich dann letztlich weniger als den Betrag, den du in Rumänien bezahlst. Also mach dir selbst Gedanken dazu, wenn du überlegt hast, nach Rumänien umzuziehen, vielleicht schon nächstes Jahr. Mach dir Gedanken dazu, kommt das nach wie vor in Frage, gibt es Alternativen für dich? Ich würde sagen, es hängt stark von der Branche ab. Es hängt stark von der Höhe des Umsatzes ab und es hängt stark von der Marge ab, ob sich das Ganze für dich lohnt und ob du das machen möchtest. Insofern sehe ich hier diese Nachrichten aus Rumänien als ein bisschen eine Mixed Bag, wie man so schön sagt auf Englisch an. Ja, es hat gute Seiten, es hat positive Seiten. Es hängt so ein bisschen davon ab. Nicht wirklich negativ, nicht wirklich positiv. Hätte schlimmer kommen können, wie ja viele Dinge so sind im Steuerrecht. Ja, also es ist nicht ganz gut, es ist auch nicht ganz schlecht, aber es wird halt immer schlechter. Also da muss man halt einfach schauen, was hier tatsächlich für dich in Zukunft das Beste ist. Wenn du vorhast, ins Ausland umzuziehen und dich dort steueroptimiert aufzustellen, dann lade ich dich ein Beratungsgespräch hier zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung rein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich dort steuerlich positiv aufzustellen, in ganz vielen Ländern, unter anderem Rumänien, unter anderem Bulgarien oder viele andere Länder. Auch anders als viele andere Steuerberater und Rechtsanwälte haben wir hier nicht wirklich den Fokus auf ein bestimmtes Land, sondern wir suchen das beste Land für dich raus. Wir haben dann in allen Ländern gute Kontakte zu Steuerberatern, Rechtsanwälten, die dich hier umfassend dann rechtlich betreuen können, während wir die Betreuung und Gesamtkondition auf Deutsch machen. Würde mich freuen, dich in der Beratung kennenzulernen. Mach's gut, bis dann. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.